Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hi Jake, wie geht es dir heute? Hi Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über unsere täglichen Routinen sprechen. Sprichst du gerne darüber? Ja, das tue ich. Ich finde, meine tägliche Routine ist einfach, aber wichtig. Ich stehe auf, arbeite, mache Sport und entspanne mich. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ebenfalls eine tägliche Routine. Ich stehe früh auf, gehe zur Schule, mache meine Hausaufgaben und verbringe dann Zeit mit meiner Familie. Ich mag Routinen, weil sie mir helfen, meinen Tag zu planen. Das stimmt. Eine Routine macht den Tag vorhersehbar und weniger stressig. Kannst du mir mehr über deine Morgenroutine erzählen? Natürlich. Ich stehe jeden Tag um 6:30 Uhr auf. Ich putze mir die Zähne, wasche mein Gesicht und frühstücke dann leicht. Normalerweise esse ich Toast und trinke eine Tasse Tee. Nach dem Frühstück schaue ich mir meinen Tagesplan an. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich putze mir auch die Zähne und wasche mein Gesicht. Dann frühstücke ich herzhaft. Ich esse gerne Eier, Brot und manchmal Obst. Ein gutes Frühstück gibt mir Energie für den Tag. Ja, ein gesundes Frühstück ist sehr wichtig. Nach meinem Frühstück gehe ich zur Schule. Ich gehe zu Fuß zur Schule, weil sie nicht weit von meinem Zuhause entfernt ist. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, weil mein Büro etwas weiter weg ist. Ich arbeite in einem Büro, wo ich am Computer arbeite und E-Mails beantworte. Mein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. Das ist interessant. In der Schule beginnen meine Klassen um 8:30 Uhr. Ich habe Mathe, Deutsch, Naturwissenschaften und Geschichte. Ich mag meine Fächer, weil ich jeden Tag neue Dinge lerne. Neues zu lernen ist sehr wichtig. Was machst du nach der Schule? Nach der Schule mache ich meine Hausaufgaben. Ich versuche, sie vor dem Abendessen zu beenden. Manchmal lerne ich kurz oder lese ein Buch. Ich spiele auch gerne ein wenig Musik auf meiner Gitarre. Das klingt schön. Ich lese gerne und schaue manchmal ein kurzes Video, um mich nach der Arbeit zu entspannen. Ich schaue auch meine Nachrichten und sozialen Medien nach. Es ist gut, etwas Freizeit zu haben. Machst du jeden Tag Sport? Ja, ich versuche abends Sport zu machen. Ich gehe in den Park in der Nähe meines Hauses spazieren oder joggen. Ich mache auch einige Dehnübungen. Ich mache lieber morgens Sport. Manchmal laufe ich ein bisschen oder mache Yoga. Sport zu treiben macht mich energiegeladen und glücklich. Da stimme ich zu. Wenn ich Sport mache, fühle ich mich weniger gestresst und konzentrierter. Was machst du nach dem Sport? Nach dem Sport nehme ich eine Dusche und esse dann mit meiner Familie zu Abend. Wir sprechen über unseren Tag und teilen lustige Geschichten. Das ist schön. Ich esse auch mit meiner Familie zu Abend. Wir essen zusammen und besprechen unseren Tag. Es ist eine gute Zeit zum Entspannen. Nach dem Abendessen schaue ich meistens fern oder lese ein Buch. Manchmal höre ich Musik. Ich entspanne mich gerne, bevor ich ins Bett gehe. Das mache ich genauso. Ich schaue mir gerne eine kurze Sendung an oder lese ein wenig. Ich überprüfe auch meine Nachrichten ein letztes Mal. Ich versuche jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Das ist sehr wichtig. Ich versuche bis 22 Uhr zu schlafen, damit ich frisch aufwache. Ein guter Schlaf ist Teil einer gesunden Routine. Ja, wenn ich gut schlafe, fühle ich mich gut und bereit, den Tag zu meistern. Emma, denkst du, dass deine tägliche Routine langweilig ist? Nein, das denke ich nicht.
Auch wenn ich jeden Tag die gleichen Dinge tue, versuche ich, es interessant zu gestalten. Manchmal ändere ich mein Frühstück oder nehme einen anderen Weg zur Schule. Das ist eine gute Idee. Ich versuche auch, meine Routine ein wenig zu ändern. Zum Beispiel gehe ich am Wochenende gerne in ein neues Café oder besuche ein Museum. Die Wochenenden sind eine gute Zeit, um neue Aktivitäten auszuprobieren. Manchmal treffe ich meine Freunde im Park oder gehe einkaufen. Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie am Wochenende. Wir gehen vielleicht spazieren, machen ein Picknick oder schauen zusammen einen Film. Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, macht die Routine angenehmer. Denkst du, dass Routinen wichtig sind, um erfolgreich zu sein? Ja, ich glaube, dass Routinen mir helfen, organisiert und produktiv zu sein. Wenn ich meiner Routine folge, schaffe ich meine Arbeit rechtzeitig und habe Zeit zum Entspannen. Ich empfinde das genauso. Meine Routine hilft mir, meine Hausaufgaben und meine Freizeit zu managen. Sie macht meinen Tag ausgewogen. Ein ausgewogener Tag ist sehr wichtig. Er hilft dir, hart zu arbeiten und auch Spaß zu haben. Was ist der wichtigste Teil deiner Routine? Ich denke, der wichtigste Teil meiner Routine sind meine Hausaufgaben und Lernzeiten. Ich möchte lernen und in der Schule gut abschneiden. Für mich ist der wichtigste Teil meine Arbeit. Ich versuche, mein Bestes zu geben, damit ich meinem Team helfen und stolz auf meine Arbeit sein kann. Das ist gut. Wenn du hart arbeitest und deiner Routine folgst, fühlst du dich erfolgreich. Ja, und ich achte auch darauf, Zeit für Sport und Entspannung zu haben. Das macht meine Routine gesund. Da stimme ich zu. Eine gesunde Routine umfasst Arbeit, Sport und Zeit für Spaß. Setzt du dir Ziele für deine tägliche Routine? Manchmal mache ich das. Ich versuche, kleine Ziele zu setzen, wie ein Kapitel eines Buches zu lesen oder ein neues Wort zu lernen. Es fühlt sich gut an, wenn ich mein Ziel erreiche. Ich setze mir auch kleine Ziele. Zum Beispiel plane ich, 30 Minuten zu lernen oder jeden Tag Gitarre zu üben. Ziele helfen mir, motiviert zu bleiben. Das ist wahr. Wenn du ein Ziel hast, weißt du, was zu tun ist, und du fühlst dich glücklich, wenn du es erreichst. Emma, benutzt du einen Wecker, um aufzuwachen? Ja, ich benutze einen Wecker. Er klingelt jeden Tag um 6:30 Uhr. Manchmal stelle ich ein paar Minuten Snooze ein, aber ich versuche rechtzeitig aufzuwachen. Das mache ich genauso. Mein Wecker klingelt um 7 Uhr. Ich mag es, ein paar Minuten im Bett zu dehnen, bevor ich aufstehe. Dehnen ist gut. Ich mache morgens auch ein wenig leichtes Dehnen, bevor ich mir die Zähne putze. Das lässt den Tag gut beginnen. Eine gute Morgenroutine bestimmt den Ton für den ganzen Tag. Planst du deinen Tag morgens? Ja, nach dem Frühstück schaue ich mir meinen Plan an. Ich sehe mir meine Fächer, meine Hausaufgaben und meine Freizeit an. Ich mag es zu wissen, was ich tun werde. Ich plane auch meinen Tag bei der Arbeit. Ich überprüfe meine E-Mails und meine Aufgaben für den Tag. Planen hilft mir, effizient zu arbeiten. Wenn du planst, fühlst du dich kontrollierter. Das reduziert Stress. Genau. Ein einfacher Plan macht den Tag leichter. Ich versuche, meinem Plan zu folgen, aber manchmal ändern sich die Dinge. Das ist auch normal. Ja, ich versuche flexibel zu sein. Wenn ich eine kleine Änderung in meinem Zeitplan habe, passe ich mich an und gebe mein Bestes. Flexibel zu sein ist wichtig. Es hilft dir, Überraschungen zu bewältigen, ohne gestresst zu sein. Emma, denkst du, dass du deine Routine in der Zukunft ändern wirst? Vielleicht. Ich mag meine Routine jetzt,
aber ich bin offen für neue Ideen. Zum Beispiel könnte ich versuchen, früher aufzustehen, um mehr Zeit zum Lesen zu haben. Das ist eine gute Idee. Ich denke darüber nach, meine Sportzeit zu ändern. Vielleicht werde ich versuchen, morgens anstatt abends Sport zu machen. Das könnte interessant sein. Morgensport kann dir Energie für den Tag geben. Ja, ich möchte wissen, wie es sich anfühlt. Neue Dinge auszuprobieren kann deine Routine aufregender machen. Da stimme ich zu. Selbst kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen. Manchmal ändere ich mein Frühstücksmenü oder meinen Gehweg. Das hält die Dinge frisch. Ich experimentiere am Wochenende gerne mit neuen Rezepten. Etwas Neues zu kochen macht Spaß und ist gesund. Emma, überspringst du manchmal Teile deiner Routine? Manchmal ja. Wenn ich mich sehr müde fühle, überspringe ich vielleicht ein kurzes Training oder gehe etwas früher ins Bett. Aber ich versuche, meine Hausaufgaben nicht auszulassen. Ich empfinde das genauso. Gelegentlich überspringe ich das Fernsehen oder Lesen, wenn ich viel Arbeit habe. Aber ich versuche immer, meine Aufgaben zu erledigen. Es ist wichtig, diszipliniert zu sein, aber es ist auch gut, auf deinen Körper zu hören. Wenn du Ruhe brauchst, ist es in Ordnung, eine Pause zu machen. Ich stimme zu. Eine ausgewogene Routine umfasst Arbeit, Ruhe und Spaß. Denkst du, dass eine Routine jeden Tag gleich ist? Nicht genau. Während ich den gleichen grundlegenden Ablauf befolge, versuche ich, etwas Abwechslung hinzuzufügen. Zum Beispiel treffe ich am Montag vielleicht eine Freundin auf einen Kaffee und am Dienstag lese ich ein anderes Buch. Das ist ein guter Ansatz. Ich versuche auch, meine Aktivitäten zu ändern. Am Wochenende besuche ich neue Orte oder probiere neue Hobbys aus. Manchmal seine Routine zu ändern, macht das Leben interessanter. Es hilft dir, neue Dinge zu lernen und neue Menschen zu treffen. Ja, ich glaube, dass eine Mischung aus Routine und neuen Erfahrungen der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist. Emma, fühlst du dich entspannter, wenn du deiner Routine folgst? Ja, das tue ich. Wenn ich meiner Routine folge, fühle ich mich ruhig und organisiert. Ich weiß, was mich erwartet, und das macht mich weniger ängstlich. Ich empfinde das genauso. Eine klare Routine hilft mir, meine Zeit zu managen und Stress zu reduzieren. Wenn mein Tag geplant ist, kann ich mich auf meine Arbeit konzentrieren und meine Freizeit genießen. Das ist sehr wichtig. Ein entspannter Geist ist kreativer und produktiver. Ich versuche jeden Tag ein paar Minuten zu entspannen und tief durchzuatmen. Ich mache auch kurze Pausen bei der Arbeit, um mich zu dehnen und zu atmen. Diese kleinen Momente helfen mir, mich besser zu fühlen. Hast du Tipps, um eine gute tägliche Routine zu erstellen? Ja, ich denke, es ist wichtig, deinen Tag zu planen, kleine Ziele zu setzen und flexibel zu sein. Stelle auch sicher, dass du Zeit für Arbeit, Sport und Spaß einplanst. Ich stimme zu. Eine gute Routine sollte ausgewogen sein. Du solltest auch manchmal deine Routine überprüfen und Änderungen vornehmen, wenn es nötig ist. Das ist eine gute Idee. Ich plane meine Routine jeden Monat zu überprüfen, um zu sehen, was funktioniert und was verbessert werden kann. Das werde ich auch tun. Es ist eine gute Möglichkeit, auf Kurs zu bleiben und dein Leben interessant zu halten. Emma, ich freue mich, dass wir heute über unsere täglichen Routinen gesprochen haben. Ja, ich auch. Ich habe gelernt, dass wir viele ähnliche Gewohnheiten haben und dass Routinen uns beiden helfen, organisiert und entspannt zu sein. Ich stimme zu. Das Teilen unserer Routinen motiviert mich, an meiner festzuhalten.
Danke für dieses nette Gespräch, Jake. Danke, Emma. Ich habe mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr über unsere Hobbys und Pläne reden. Ja, das würde mir sehr gefallen. Hab einen tollen Tag, Jake. Du auch, Emma. Bis bald. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.